Ja, das Mal geht es aufs Aletschhorn. Das Aletschhorn ist ein 4000er in den Berner Alpen, wo man von der Walliser Seite her besteigt. Wir sind über die Oberaletschhütte, über die Südwesttreppe aufgestiegen und wir haben insgesamt ganze 5 Tage gebraucht für das Unterfangen. Und das ist doch recht lang. Ich habe noch nie so lange für einen Berg gehabt. Einerseits, weil für die Oberaletschhütte allein hat man einen recht weiten Zustieg und andererseits, weil wir einfach auf schönes Wetter haben müssen warten. Es ist eine sehr wildromantische Gegend dort hinten. Es lohnt sich nur schon deswegen, zur Oberaletschhütte zu gehen. Und ja, mehr will ich jetzt dazu gar nicht erzählen. Schaut selber und wenn euch das Film gefallen hat, wie immer, Daumen hoch. Merci vielmals. Wir starten die Tour zu Platten und laufen dann rauf zur Bellalp. Es wird zwar auch ein Bändchen rauffahren und wir können somit 700 Höhenmeter sparen, aber warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Ja. Hui, schön. So, jetzt sind wir von dort hergekommen, vom Hotel, da durch. Es ist ein bisschen runtergegangen. Noch da drauf, und da unten war jetzt die Brücke. Dann hier durch die Moränen auf. Und jetzt sind wir da eigentlich schon fast am höchsten Punkt. Jetzt geht es da noch gerade hinten zu den Hütten. Und hier sehen wir noch den Gletscher. Der ist aber mehr oder weniger am Sterben. Der fließt nicht mehr gross. Man sieht dort hinten dran, dass er noch ein bisschen fließen tut. Aber da ist er eigentlich nur noch ein trauriges Abbild seiner selbst. Aber trotzdem ist es sehr schön da hinten. Also abgelegen und einsam. Einer wieder mit. Nach ca. 3–4 Stunden sind wir dann bei der Oberaletschhütte angekommen und wir haben dann auch gerade unsere feine Röstung gegönnt. Die ist übrigens sehr, sehr liebevoll zubereitet worden von der Hüttenwartin. Guten Morgen. Es wäre eigentlich heute ein Aufstiegstag, aber leider sind wir noch bei den Hütten, weil mitten in der Nacht hat es auf Gewittern, Blitzen und Donnern und wir hätten eigentlich dort loslaufen um 2, 3. Und ja, jetzt sind wir noch da und obendran hüllt sich das Aletschhorn in Wolken und darum ist es sicher die richtige Entscheidung gewesen, dass wir da bleiben. Jetzt werden wir heute mal schauen, wenn wir Zeit verbringen und wir probieren es einfach morgen noch einmal. Ich hoffe, das klappt und ja, we will see. Hier sieht man ganz schön die heikelste Stelle der ganzen Tour. Es hat hier eine lange Kette, die an einem grossen Stein angemacht ist, die in den Moränen innen ist. Allerdings wird der irgendwann mal rausgeschwemmt werden und dann muss man sich da sicher eine neue Lösung überlegen.
Ja, nach der zweiten Nacht haben wir dann leider auch nicht auf den Berg können, weil es hat viel zu stark gewindet. Aber wie man hier sieht, haben wir uns extrem diszipliniert vorbereitet auf die Tour. Bin ich hier vor dem Winterraum. Sehr, sehr gemütlich. Es sind 8 Plätze insgesamt. Feuerstelle, Geschirr, Fondue kann man auch essen. Leider nicht französisch. Ja, und in dieser Nacht hat es dann endlich geklappt. Wir haben am Morgen um 3 Uhr starten. Hier sehen wir uns auch bereits schon beim oberen Gletscher. Die ersten paar Stunden konnte ich natürlich nicht filmen, weil es dunkel war. Ja. Das hier ist eine kleine Rampe auf einen Gletscher rauf. Und auf dem Gletscher selber ist es auch recht gut gegangen. Es hat wenig Spalten und der Bergschrund oben ist noch relativ gut beieinander. Problem. Eher noch besser. Jetzt sind wir hier auf 3,9 oben. Den Gletscher haben wir hinter uns. Und es ist hier noch der Gipfelanstieg vor uns. Der sieht hier unten recht einfach aus. Wird oben sicher noch steiler und hat Stangen drin. Wir sind im Übrigen die Einzigen, die an diesen Stangen gesichert haben. Alle anderen Gesellschaften sind daran vorbeigegangen. Das ist kein Problem, das darf jeder für sich selber entscheiden. Es ist alles in Ordnung. Wir sind da eher so eingestellt, wenn es etwas hat zum Sichern, dann nutzen wir das auch. Und von der Zeit her haben wir da kein Problem gehabt. Wir sind schon recht gut unterwegs gewesen. Und ja, eben, wenn man sicher unterwegs sein kann, dann nutzen wir das. Und uns gibt da definitiv keinen Stein aus der Krone. Aber wie gesagt, das darf jeder selber für sich entscheiden. Sind wir schon im oberen Schneefeld. Wäre eigentlich gut und die Sonne kommt führen. Jetzt wird es ein bisschen wärmer. Ja, und hier kommen wir wieder zu der besagten Moränenabbe. Es ist also punkto Steinschlag eine richtige Zitterpartie gewesen und man wird hier sicher sich eine andere Lösung müssen überlegen.
Ja, und an den geschmackvolle und sehr modische Hut müsst ihr euch leider jetzt gewöhnen, weil ich bin sehr begeistert davon. Der ist sehr leicht, kann man gut verstauen und gibt einfach super kühl auf dem Kopf. Und darum werde ich den etwa dabei haben in Zukunft. So, das war es jetzt mit dem Aletschhorn. Super Sache gewesen. Ein Weitenkeib. Also wir haben jetzt wirklich von wann bis wann? Von Sonntag bis... Was ist heute? Donnerstag? Donnerstag, hä? Sonntag bis Donnerstag sind wir jetzt nicht oben gewesen. Aber es hat sich gelohnt. Vom Wetter her ist es jetzt einfach nicht gegangen, den ersten Tag. Aber gestern war es wirklich top gewesen. Von dem Verhältnis her. Und ja, wir sind zufrieden. Jetzt gehen wir zurück zur Belle Alp. Und trinken einen feinen Kaffee. In dem Fall tschüss zusammen.